Ja, meine Damen und Herren, ich stehe hier vor einem wahren Rätsel unseres Museums. Sie sehen, ich komme hier um eine Wand, das ist die Wand, die das Mesolithikum vom Neolithikum trennt in unserem Museum. Hinter mir, einen Raum hinter mir, befindet sich die Schamanin von Bad Dürnberg. Und wir empfanden den Bruch zwischen Mesolithikum, also den Jägern und den Bauern, so dramatisch, dass wir inszenatorisch eine Wand dazwischen brachten, an der das bäuerliche, sesshafte Leben in Form eines Hausmodells dargestellt ist. Und wenn man an so eine Trennung denkt, dann denkt man, die ist immer absolut. Dass die Trennung nicht absolut ist, zeigt uns möglicherweise dieses relativ unscheinbare Gehirn eines Rehbockes, der vielleicht 3, 4, 5 Jahre alt war, als er erlegt wurde. Und ein ähnliches Geweih haben wir ja bei Bad Dürnberg gesehen, bei der Schamanin. Nun lebte die Schamanin vor etwa 9000 Jahren und diese Siedlung von Eisleben hier an der nördlichen Grenze der Ausdehnung der sogenannten Bandkeramik wurde um 5200 vor Christus, also etwa vor 7200 Jahren angelegt. Die Siedlung ist also 1800 Jahre jünger. Aber dennoch gibt es natürlich nach wie vor die mesolithische Kultur, denn die Bandkeramiker kommen ja mit relativ dunkler Hautfarbe aus dem Vorderen Orient, verbreiten sich innerhalb von 200 Jahren über ganz Mitteleuropa, vom Pariser Becken bis in unsere Gegend und bis nach Süddeutschland. Und diese Bandkeramiker bringen die bäuerliche, produktive Lebensweise mit, die ja vollständig anders ist als die mesolithische. Schon und deshalb, weil ein Bauer 10 Stunden am Tag arbeiten muss, während ein Mesolithiker vielleicht 1 bis 2 Stunden arbeitet. Weil ein Bauer natürlich abhängig ist von Ernten, von Wetter und von allen möglichen Dingen. Und dort haben sie praktisch eine befestigte Siedlung wegen der Mesolithiker, weil man Überfälle befürchtete. Ich weiß es nicht. Wegen innerbandkeramischer Auseinandersetzungen. Wir haben wenige bandkeramische Siedlungen mit Befestigungen. Wir haben aber in Aspern und an anderer Stelle Hinweise auf kriegerische Überfälle von Bandkeramikern. Also ganz friedlich war es nach einigen Jahrhunderten nicht mehr. Es gab wohl einen Kampf um Ressourcen. Aber zurück zu unserer Maske. Unsere Maske entspricht in hohem Maße den mesolithischen Masken, den mesolithischen Geweihen, die von Rehböcken, die wir als Masken interpretieren. Und dass es sich hier um eine Maske handelt, ist ganz klar, denn man sieht an dem Schädel unterhalb des Gehirns Einschnitte, Ausfeilungen, mit denen die Maske offenbar auf einer Halterung befestigt wurde, sodass man sie auch tatsächlich tragen konnte. Natürlich kann es sich um eine Jagdmaske handeln, natürlich könnte es sich um einen Ritus in irgendeiner Art handeln, aber wir haben ja bei der Schamanin nachgewiesen, dass im Fall der Schamanin die Maske mit Sicherheit mit Schamanismus zusammenhängt, weil wir auch noch 2 andere Masken gefunden haben und weil wir an den körperlichen Defekten der Schamanin nachweisen konnten, dass sie eben eine Schamanin ist. Insofern ist es nur wahrscheinlich, dass wir hier ein ähnliches Phänomen haben. Und jetzt stellt sich die Frage, da wir uns in einer Grenzsituation befinden und solche Masken sich in bandkeramischen Siedlungen im Hinterland nicht finden, stellt sich die Frage, ob diese Maske, diese mögliche Schamaninnen- oder Schamanenmaske, nicht einen wirklich tiefen Kontakt zur mesolithischen Welt darstellt, denn wir finden auch auf Steingeräten dort, wir finden an Knochen, die wir dort geborgen haben, an Tierknochen, offenbar Bezüge, sodass wir in dieser Kontaktzone auch Kontaktfunde haben. Es kämen also Mesolithiker in die Siedlung, neugierig und an Austausch interessiert. Und dass Mesolithiker von Bauern lernen, das sehen wir daran, dass die Mesolithiker ja auch Rinderhaltung lernen, einzelne Rinder halten und durchaus bandkeramische Geräte benutzen, wie wir an den Spaltgeräten eben großen Steinkeilen oder Ähnlichem sehen. Es gibt also einen Austausch und dieser Austausch manifestiert sich hier. Kommt aber eine mesolithische Schamanin oder wird ein Schamanenkostüm als Exotismus verschenkt? Oder versuchen Bandkeramiker ähnliche Masken herzustellen,
weil sie die für mächtig und wirksam halten oder was auch immer. Das ist die Frage. Dass Bandkeramiker Masken benutzen, wissen wir natürlich von den maskenhaften Darstellungen. Wir haben eine solche Maske auf Gefäßen oder Gefäßapplikationen oder bei kleinen Figürchen. Wir wissen es aber auch und ganz besonders in Eilsleben von einer Schädelmaske, wie wir sie in der Moderne aus Papua-Neuguinea beispielsweise kennen, wo Ahnenschädel eingearbeitet werden in Lehmmasken, die dann von ungeheurer Kraft sind und ungeheurer Wirkmächtigkeit. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen für die Siedlung von Eilsleben. Man hat dort offenbar eine Ahnenmaske erzeugt, indem man einen Gesichtsschädel abschnitt und möglicherweise einbettet. Doch nun zurück zu unserer Maske. Ist sie mesolithisch oder neolithisch? Man kann das empirisch schwer sagen, wer sie dann benutzt hat. Mein Gefühl ist, und meine kulturhistorische Interpretation wäre die, dass Mesolithiker Kontakt hatten zu einer neolithischen Siedlung der ersten Ackerbauern an der nördlichen Grenze des Lössverbreitungsgebietes. Das ist etwas westlich von Magdeburg. Und dass in diesem Kontakt die Notwendigkeit bestand, dass man mit Schamanismus umging. Möglicherweise gab es bei den Bandkeramikern kranke Kinder, kranke Menschen und möglicherweise war es notwendig, dass man eine machtvolle Schamanin holte, von der man ähnlich wie bei der Schamanin von Bad Dürrenberg wusste, dass sie heilen kann, von der man wusste, dass sie wirkmächtig ist. Noch heute werden ja gerne fremde Ärzte hinzugezogen, wenn man den eigenen Ärzten, die man lange kennt, nicht mehr vertraut. Momentan untersuchen wir diese Maske von Eilsleben intensiv und auch die ganzen Tierknochen dort. Und es scheint so zu sein, als könnten sich noch weitere Masken hinter Gehörnen verbergen. Und das würde bedeuten, dass mehrfach Schamaninnen oder Schamanen die Siedlung besuchten und dann jeweils ihre Maske, also ihr kraftvolles Schamanengewand auch dort ließen, oder dass man diese Gewänder eingehandelt hat oder dass man solche Gewänder selbst herstellte. Oder aber wir haben es mit etwas ganz Spannendem zu tun, nämlich einer kulturellen Übernahme dieser Masken, die als kraftvoll galten, die man dann möglicherweise in Zeremonien mit mehreren Masken benutzten. Da müssten wir aber die Datierung der Einzelgeweihe noch abwarten und die Detailanalyse. Sie sehen, die Forschung ist im Fluss. Wir können Ihnen hier momentan im Museum aber diese fantastische Maske präsentieren, die nicht zufällig mit dem nächsten Raum in direkter Verbindung steht, sodass die Mauer hinter mir mehr verbindet als trennt.